Die endlosen, unerforschten Weiten des Pazifischen Ozeans verbergen ein schier unerschöpfliches Reservoir an Geheimnissen, Wundern und ungeschriebenen Gesetzen der Natur. Es ist eine Welt, die von Rhythmen bestimmt wird, die weitaus älter sind als die Menschheit selbst. In dieser blauen Unendlichkeit, fernab der Küsten und des menschlichen Lärms, ereignen sich täglich Dramen um Leben und Tod, von denen die meisten für immer unbemerkt bleiben. Doch an einem ganz bestimmten, scheinbar gewöhnlichen Tag sollte der Vorhang vor einem der erstaunlichsten Schauspiele der Meeresbiologie gelüftet werden. Eine engagierte Gruppe von Meeresbiologen, Ozeanographen und Verhaltensforschern war an Bord ihres hochmodernen Forschungsschiffes, der Oceanus, in See gestochen. Ihr ursprünglicher Auftrag war Routinearbeit, wenn auch von großer wissenschaftlicher Bedeutung. Sie planten, die jährlichen Migrationsrouten der Grauwale entlang der nordamerikanischen Küste zu studieren, akustische Daten zu sammeln und die Populationen zu zählen. Die See war ruhig, das Barometer stabil und nichts deutete darauf hin, dass das Schicksal ihnen eine Entdeckung bereitet hatte, die nicht nur ihre Karrieren, sondern auch ihr grundlegendes Verständnis von tierischer Intelligenz und emotionaler Tiefe für immer verändern würde. Es war früh am Morgen. Die Sonne hatte gerade erst begonnen, die scharfe Linie des Horizonts zu durchbrechen und das kalte, stahlblaue Wasser in sanfte, schimmernde Rosa- und Goldtöne zu tauchen. Der Morgendunst lag noch wie ein feiner Schleier über den Wellen, als die Wache auf der Brücke eine Anomalie bemerkte. Durch die hochauflösenden Ferngläser zog ein ungewöhnliches Schauspiel die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf sich. Weit in der Ferne, isoliert in der gewaltigen, unerbittlichen Leere des offenen Ozeans, bemerkten sie einen einsamen Wal. Doch es war kein ausgewachsenes Tier auf der Durchreise. Als das Forschungsschiff mit gedrosselten Motoren vorsichtig näher glitt, um die Situation genauer in Augenschein zu nehmen, ohne das Tier zu erschrecken, offenbarte sich das Drama. Es war ein Kälbchen. Das Jungtier wirkte zutiefst verängstigt, panisch und völlig desorientiert. Es war noch sehr klein für die Verhältnisse der Meeresgiganten und trug noch die helleren, weicheren Züge eines Neugeborenen, das zwingend auf die fetthaltige Muttermilch und den unermüdlichen Schutz seiner Mutter angewiesen war. Die Wissenschaftler an Bord drängten sich an die Reling, die Kameras im Anschlag, die Gesichter von wachsender Sorge gezeichnet. Sie beobachteten, wie das kleine Kalb verzweifelt um die eigene Achse wirbelte. Es schlug unruhig mit den kleinen Brustflossen auf das Wasser und stieß wiederholt Töne aus. Als die Forscher das Hydrophon ins Wasser ließen, hörten sie es über die Lautsprecher auf der Brücke. Es waren hohe, klagende Laute, herzzerreißende Rufe in die Dunkelheit des Meeres, die eindeutig nur eines bedeuteten: Das Tier rief nach seiner Mutter. Die leitende Biologin an Bord, Dr. Aris, analysierte die Form der Fluke, die Färbung und die Atemmuster. Die Erkenntnis traf das Team wie ein Schlag. Sie hatten ein Blauwalkalb vor sich, das Jungtier des größten und massivsten Lebewesens, das jemals die Erde bevölkert hat. Aber wo war die gewaltige Mutter? Ein Blauwalkalb trinkt täglich hunderte Liter Milch und weicht normalerweise nicht von der Seite seiner Mutter. Das Team durchkämmte die Umgebung mit Radar, Sonar und visuellen Scans auf der Suche nach einem Blas oder dem gewaltigen Schatten eines erwachsenen Blauwals. Nichts. Der Horizont blieb leer. Das Blauwalkalb war vollkommen allein, inmitten der unbarmherzigen, riesigen Weite des Ozeans. Das Team stand vor einem ethischen Dilemma. Einerseits wollten sie helfen, andererseits verbietet das eiserne Gesetz der Naturbeobachtung das direkte Eingreifen, um das Tier nicht noch weiter in Panik zu versetzen oder natürliche Prozesse zu stören. So entschieden sie sich schweren Herzens für die Beobachtung, in der verzweifelten Hoffnung, dass die Mutter vielleicht nur kurzzeitig abgetaucht war und im nächsten Moment majestätisch aus der Tiefe emporsteigen würde. Die Stunden verstrichen quälend langsam.
Die Sonne stieg höher in den Zenit und brannte unbarmherzig auf das Wasser herab. Die Situation blieb unverändert, doch der Zustand des Kalbes verschlechterte sich zusehends. Es setzte seine verzweifelten Bemühungen fort, in alle Himmelsrichtungen zu schwimmen und entfernte sich dabei tragischerweise immer weiter von den schützenden Küstengewässern in die tieferen, gefährlicheren pelagischen Zonen. Gegen Mittag zeigten sich die ersten fatalen Anzeichen der Erschöpfung. Das Kalb, das durch den enormen Stress und den Mangel an Nahrung rapide an Energie verlor, begann die Kraft zu verlassen. Seine Bewegungen, die am Morgen noch wild und panisch waren, wurden träge und unkoordiniert. Die Frequenz seiner klagenden Rufe über das Hydrophon nahm ab, sie klangen nun schwächer, fast resignierend. Die Biologen auf dem Schiff tauschten düstere Blicke aus. Sie wussten genau, ohne den Schutz und die lebensrettende Milch seiner Mutter würde dieses winzige Wunder der Evolution nicht mehr lange durchhalten. Der Ozean verzeiht keine Schwäche. Plötzlich änderte sich die Atmosphäre dramatisch. Das Wasser um das erschöpfte Kalb herum schien förmlich aufzukochen. Die Sonargeräte des Schiffes schlugen Alarm. Eine Gruppe von Schwertwalen, Orcas, hatte die Notlage des Kalbes aus großer Entfernung wahrgenommen. Orcas sind die unangefochtenen Spitzenprädatoren der Meere, ausgestattet mit einer überragenden Intelligenz, komplexen sozialen Strukturen und gnadenlosen, koordinierten Jagdstrategien. Für sie war dieses verlassene, geschwächte Blauwalkalb keine Tragödie, sondern eine leichte, extrem energiereiche Beute. Die schwarz-weißen Raubtiere durchschnitten das Wasser wie Torpedos. Sie begannen sofort, das wehrlose Jungtier systematisch einzukreisen, wobei sie den Radius ihres tödlichen Karussells immer weiter verengten. Die Wissenschaftler an Bord der Oceanus mussten das sich anbahnende Massaker mit einer Mischung aus wissenschaftlicher Faszination und tiefem menschlichem Entsetzen mit ansehen. Das Gefühl der absoluten Machtlosigkeit drückte schwer auf die Crew. Die Orcas, berühmt und berüchtigt für ihre Fähigkeit, als perfekt synchronisiertes Team zu jagen, leiteten den Angriff ein. Das Alpha-Weibchen der Gruppe, ein massives, furchteinflößendes Tier mit einer messerscharfen Rückenflosse, löste sich aus der Formation und schoss auf das Blauwalkalb zu. Ihr Ziel war präzise und taktisch klug gewählt, die Schwanzflosse. Mit einem brutalen, dumpfen Aufprall rammte der Schwertwal das Kalb und schlug seine kräftigen Kiefer in die Fluke mit dem klaren Ziel, das Jungtier unter Wasser zu ziehen und zu ertränken. Das Kalb wehrte sich mit dem Mut der Verzweiflung. Es schlug um sich, versuchte an die Oberfläche zu gelangen, um Luft zu holen, aber die Kräfteverhältnisse waren absurd ungleich. Ein markerschütternder, klagender Schrei des Blauwalkalbes, aufgefangen von den Hydrophonen, hallte über das Deck des Schiffes. Es war ein Geräusch, das den erfahrensten Meeresbiologen das Blut in den Adern gefrieren ließ und ihre Herzen vor Mitgefühl und Schmerz zusammenkrampfte. Das Schicksal des kleinen Wals schien endgültig besiegelt. Es schien nur noch eine Frage von Minuten zu sein, bis die Orca-Schule ihn unter Wasser drücken und in Stücke reißen würde. Doch genau in diesem Moment der scheinbar unausweichlichen Dunkelheit geschah das absolut Unfassbare. Das Wasser, etwa 200 Meter entfernt von der Jagdszene, wölbte sich plötzlich bedrohlich auf. Die Meeresoberfläche barst regelrecht, und aus der tintenschwarzen Tiefe brachen gewaltige, von Seepocken übersäte dunkle Körper mit ohrenbetäubendem Getöse an die Oberfläche. Es war eine Gruppe von Buckelwalen, Megaptera novaeangliae. Wie eine aus dem Nichts herbeigerufene Kavallerie stürzten sie sich in die Szene und kamen einem Kalb einer völlig anderen Spezies zu Hilfe. Die Forscher auf der Brücke ließen ihre Ferngläser sinken und starrten fassungslos auf das Wasser. Buckelwale sind Bartenwale und eigentlich keine natürlichen Feinde der zahntragenden Orcas. Oft meiden sie Schwertwale sogar, da diese gelegentlich Jagd auf Buckelwalkälber machen. Doch hier, in diesem Moment, gingen die Buckelwale gezielt und mit einer unbändigen, archaischen Wut zum Angriff über.
Ihre kolossalen 30 bis 40 Tonnen schweren Körper rammten wie Güterzüge in die geordnete Formation der Schwertwale und brachten sofortiges Chaos in die bis dahin perfekt choreografierte Jagd der Raubtiere. Das Meer um das Blauwalkalb verwandelte sich in Sekundenbrüchen in ein tobendes, schäumendes Schlachtfeld von biblischen Ausmaßen. Die Buckelwale nutzten ihr immenses Gewicht und schlugen mit ihren gigantischen Schwanzflossen so gewaltig auf die Wasseroberfläche, dass die entstehenden Schockwellen das Forschungsschiff zum Schwanken brachten. Diese donnernden Schläge verwirrten die Sonarortung der Orcas und hinderten sie daran, sich auf ihre Beute zu konzentrieren. Aber die Buckelwale beließen es nicht bei bloßen Ablenkungsmanövern. Buckelwale besitzen die längsten Brustflossen aller Wale, muskulöse, mit scharfen Seepocken besetzte Extremitäten, die bis zu 5 Meter lang werden können. Sie setzten diese riesigen Flipper wie gigantische Schwerter ein. Die Hiebe dieser fast eine halbe Tonne schweren Flossen schnitten durch das Wasser und hätten selbst für die kampferprobtesten Orcas tödlich enden können, wenn sie getroffen worden wären. Die Schwertwale, die mit solch einer explosiven und organisierten Gegenwehr einer fremden Spezies absolut nicht gerechnet hatten, gerieten in Panik. Die Koordination ihres Rudels zerfiel. Widerwillig und aggressiv schnatternd begannen sie den Rückzug anzutreten. Doch 2 besonders große, von Narben gezeichnete Buckelwale waren noch nicht fertig. Sie setzten den weichenden Orcas nach, rammten sie mit ihren massiven Köpfen und trieben die Raubtiere aggressiv immer weiter von dem Ort des Geschehens weg, bis die Gefahr vollständig gebannt war. Die Wissenschaftler an Bord konnten kaum fassen, was sie gerade dokumentiert hatten. Kameras klickten ununterbrochen, Drohnen kreisten über dem Wasser und die Mikrofone nahmen jedes Detail auf. Sie wussten, dass sie gerade Augenzeugen eines Ereignisses geworden waren, das es eigentlich nicht geben dürfte. Als die schwarzen Rückenflossen der Orcas endlich hinter dem Horizont verschwanden und das Wasser sich langsam beruhigte, blickte die Crew gebannt auf den Punkt, an den der Kampf stattgefunden hatte. Als sich der weiße Schaum legte, kam die immense Erleichterung. Das Blauwalkalb lebte. Es schwamm schwer atmend an der Oberfläche, zutiefst verängstigt und gezeichnet von einigen oberflächlichen Schrammen, aber es war in Sicherheit. Die Buckelwale, nachdem sie sichergestellt hatten, dass die Gefahr vorüber war, beruhigten sich allmählich. Die majestätischen Riesen begannen, langsam in verschiedene Richtungen davonzuschwimmen, ihre tuberkelbesetzten Köpfe glitten leise durch die Wellen. Doch sie ließen das Kalb nicht einfach seinem Schicksal. Einer der Buckelwale, ein riesiges Weibchen, löste sich von ihrer Gruppe. Sie schwamm ruhig und bedächtig auf das noch immer zitternde Blauwalkalb zu. Mit einer Sanftheit, die in so krassem Gegensatz zu ihrer gewaltigen Masse stand, schob sie ihren gigantischen Kopf unter das kleine Tier und begann, es behutsam in eine bestimmte Richtung zu stupsen. Die Biologen auf dem Schiff waren zu Tränen gerührt. Sie erkannten sofort, was hier geschah. Die Buckelwalkuh versuchte aktiv, das hilflose Jungtier aus der gefährlichen Hochsee zurück in ruhigere, flachere Gewässer zu führen. Die nächsten Stunden gehörten zu den stillsten und ehrfürchtigsten an Bord der Oceanus. Die Wissenschaftler beobachteten, wie das Buckelwalweibchen stetig an der Seite des Blauwalkalbes schwamm. Sie passte ihr eigenes, schnelles Tempo dem langsamen Rhythmus des erschöpften Babys an. Immer wieder stupste sie es mit ihrer Flanke an, fast so, als würde sie tröstende Worte flüstern, als wollte sie den massiven Stress des kleinen Körpers durch bloße körperliche Nähe und Geborgenheit lindern. Diese Szene tiefster, interspezifischer Fürsorge sprengte alle Grenzen der bisherigen Verhaltensbiologie. Gegen Abend, als die Sonne sich langsam rotglühend dem Horizont zuneigte, entdeckten die Radarbeobachter des Schiffes in der Ferne eine Reihe gewaltiger Wasserfontänen. Eine Gruppe von Blauwalen durchkreuzte das Gebiet.
Die Buckelwalkuh, als besäße sie einen inneren Kompass für die Bedürfnisse ihres Schützlings, richtete ihren Kurs sofort auf diese gigantischen Verwandten des Kalbes aus. Sie begleitete es bis auf Sichtweite der Gruppe. Es schien, als würde sie das Kind feierlich in die Obhut seiner eigenen Art übergeben. Die Blauwale, angelockt von den akustischen Signalen des Kalbes, näherten sich mit enormer Geschwindigkeit. Eine gigantische Blauwalkuh, vielleicht die verlorene Mutter, vielleicht eine Amme aus der Gruppe, schwamm direkt auf das Kalb zu. Sie untersuchte es vorsichtig mit ihrer Schnauze und stieß tiefe, grollende Laute aus, die das Wasser vibrieren ließen. Nach wenigen Minuten der intensiven Kontaktaufnahme war die Entscheidung gefallen. Das Kalb wurde nahtlos in den Schutz der Gruppe aufgenommen. Gemeinsam drehten sie ab und tauchten majestätisch in die rot leuchtende Tiefe des abendlichen Ozeans ab. Das Buckelwalweibchen verweilte noch einige Minuten an der Wasseroberfläche, als wollte sie sich vergewissern, dass das kleine Leben nun in Sicherheit war. Dann blies sie eine letzte, herzförmige Wasserfontäne in die Dämmerung, drehte sich um und glitt geräuschlos in die dunkle, unendliche See zurück. Ihre selbstlose Mission war beendet. Die Wissenschaftler auf der Oceanus standen schweigend auf dem Deck. Viele wischten sich Tränen aus den Augen. Sie waren nicht nur Beobachter der Natur geblieben, sie waren Zeugen eines Akts reinen, ungetrübten Altruismus geworden. Diese Geschichte stellte alles, was sie in Lehrbüchern über das Verhalten und die emotionale Kälte des Überlebenskampfes im Ozean gelernt hatten, auf den Kopf. In den darauffolgenden Tagen, während das Schiff seine Fahrt fortsetzte, wichen die Gedanken der Crew nicht von dieser wundersamen Rettung. Die Datenauswertung begann fieberhaft. Dr. Ares und ihr Team begannen, Archive, alte Logbücher und Datenbanken weltweit zu durchforsten. Sie suchten nach ähnlichen Präzedenzfällen und wurden zu ihrer großen Verblüffung fündig. Sie stießen auf Forschungen, die zeigten, dass dies kein isolierter Vorfall war. Es gibt eine gut dokumentierte, aber oft ignorierte Geschichte von Buckelwalen, die immer wieder als Bürgerwehren der Meere auftreten. Sie beschützen graue Wale, Sonnenbarsche und sogar völlig artfremde Säugetiere vor den Angriffen der Orcas. Besonders fasziniert waren die Forscher von einem berühmten Fall, der sich Jahre zuvor in den eiskalten, kristallklaren Gewässern der Antarktis ereignet hatte, dokumentiert von dem Meeresökologen Robert L. Pittman. Damals hatte ein Buckelwal das Leben einer Weddellrobbe gerettet. Dieses unglaubliche Ereignis war sogar auf Video gebannt worden und hatte damals die wissenschaftliche Welt in Erstaunen versetzt. Die damaligen Aufnahmen zeigten eine Robbe, die in panischer Todesangst vor einer Gruppe jagender Schwertwale über das Eis flüchtete. Die Orcas nutzten ihre intelligente Taktik. Sie schwammen in Formation auf eine Eisscholle zu und erzeugten eine mächtige Welle, die die Robbe in das eisige Wasser spülte, direkt in die wartenden Mäuler der Raubtiere. Doch aus dem Nichts tauchte ein gewaltiger Buckelwal auf, in einer Bewegung, die ein Höchstmaß an räumlichem Bewusstsein und Absicht erforderte, rollte sich der fast 15 Meter lange Wal auf den Rücken. Mit sanfter, fast zärtlicher Präzision schob er die verängstigte Robbe mit seiner gewaltigen Brustflosse auf seinen eigenen Bauch, genau zwischen seine Flipper, und hob seinen Brustkorb aus dem Wasser, sodass die Robbe sicher und im Trockenen saß. Der Buckelwal verharrte nicht nur in dieser Position, er schwamm so über 20 Minuten lang weiter und balancierte den winzigen Passagier sicher auf seiner Brust, während er geschickt manövrierte, um die frustrierten Schwertwale auf Abstand zu halten. Als die Orcas schließlich aufgaben und das Gebiet verließen, ließ der Buckelwal sich langsam wieder ins Wasser sinken, bis die Robbe von selbst in Richtung einer rettenden Eisscholle davonschwimmen konnte. Diese historischen Aufzeichnungen, gepaart mit den frischen, hochauflösenden Daten und Erlebnissen des aktuellen Blauwalvorfalls, zwangen die wissenschaftliche Gemeinschaft zu einem Paradigmenwechsel. Die Forscher verbrachten Monate damit, die Vorfälle zu analysieren, Akustikprotokolle zu vergleichen und Theorien zu formulieren. Sie kamen zu einem unausweichlichen, tiefgreifenden Schluss:
Rein instinktives, roboterhaftes Verhalten reichte als Erklärung nicht mehr aus. Um solche komplexen, artübergreifenden Rettungsaktionen durchzuführen, bei denen ein Tier ein beträchtliches persönliches Risiko eingeht, Verletzungen durch Orcas, enormer Energieaufwand, ohne einen direkten evolutionären Vorteil für sich oder seine eigenen Nachkommen zu erzielen, muss eine tiefe Form von Empathie im Spiel sein. Die Ergebnisse legten nahe, dass diese sanften Riesen der Meere nicht nur über komplexe Kommunikationssysteme und soziale Bindungen verfügen, sondern auch über ein tiefes, angeborenes, moralisches Kompasssystem. Ein Bedürfnis, Schwächere zu beschützen und Ungerechtigkeit in Form von Übergriffen durch Raubtiere zu bekämpfen, selbst wenn der Leidtragende nicht einmal zu ihrer eigenen Spezies gehört. Es hob die Frage nach Altruismus im Tierreich auf eine völlig neue Ebene. Als Dr. Aris und ihr Team ihre Forschungsergebnisse veröffentlichten und die Videos und Bilder der Rettung des Blauwalkalbes mit der Welt teilten, ging die Geschichte viral. Sie berührte die Herzen von Millionen von Menschen weltweit. Sie durchbrach die Barriere der trockenen Wissenschaft und wurde zu einem Symbol für Hoffnung und Verbundenheit auf unserem Planeten. Die Konsequenzen dieser Entdeckung waren weitreichend. Die öffentliche Wahrnehmung von Walen wandelte sich massiv von der bloßen Betrachtung als Ressource oder bedrohte Tierart hin zur Anerkennung als hochentwickelte, fühlende Persönlichkeiten des Meeres. Dieser Druck der Öffentlichkeit führte zu echten, handfesten politischen Veränderungen. Regierungen weltweit sahen sich gezwungen, ihre Umweltgesetze zu verschärfen. Neue, streng geschützte Meeresschutzgebiete wurden ausgewiesen, in denen Schiffslärm reduziert und Fischerei verboten wurde. Und bestehende Schutzgebiete wurden massiv ausgeweitet, um diesen erstaunlichen Zivilisationen der Tiefe den Raum zu geben, den sie verdienen. So zeigt uns diese Geschichte, dass in einer Welt, die oft so kalt, grausam und vom reinen Überlebenskampf getrieben scheint, immer noch Platz ist für uneigennützige Fürsorge, tiefes Mitgefühl und grenzenlose Güte. Und vielleicht ist die größte Demütigung, aber auch das größte Geschenk für uns Menschen die Erkenntnis, dass uns die beeindruckendsten Lektionen in Sachen Menschlichkeit manchmal gar nicht von anderen Menschen gelehrt werden, sondern von den stillen, majestätischen Bewohnern der dunklen Ozeane. Wenn wir diese gigantischen Wächter der Meere weiter studieren und vor allem schützen, lernen wir am Ende vielleicht nicht nur unendlich viel über die Wunder der Natur, sondern finden auch ein Stück jener Empathie in uns selbst wieder, die wir in der modernen Welt so oft vergessen haben.